Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Weber. Ist der Huber schon im Haus? Leider noch nicht, Herr Wegele. Er kommt heute ein bisschen später. Soll ich ihm etwas ausrichten? Gerne. Er soll mich bitte kurz zurückrufen und mir die Telefonnummer von unserem Partner in Toulouse durchgeben. Das richte ich ihm gern aus, Herr Wegele. Ich denke, spätestens um 10:30 Uhr ist er im Büro. Vielen Dank und einen schönen Tag, Frau Weber. Auf Wiederhören. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, hier spricht Bitu. Kann ich bitte Herrn Huber sprechen? Tut mir leid, er ist heute Vormittag außer Haus. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, danke, ich würde ihn gern persönlich sprechen. Kann ich später noch einmal anrufen? Selbstverständlich, so gegen 11 Uhr ist er sicher an seinem Platz. Gut, dann rufe ich um 11 Uhr noch einmal an. Vielen Dank. Gern. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, Hanna. Hier ist Max. Na, wie geht's an deinem neuen Arbeitsplatz? Grüß dich, Max. Schön, dich zu hören. Ja, gut geht's. Aber du fehlst mir schon irgendwie. Und wie geht's im alten Büro? Wie immer. Nur, dass du nicht da bist. Das gefällt mir gar nicht. Wie wär's, Hanna, gehen wir heute nach der Arbeit noch kurz in die Kneipe? So um 5:30? Gute Idee, Max. Dann erzähle ich dir alles in Ruhe. Jetzt habe ich wirklich viel zu tun. Treffen wir uns am Baldeplatz? Gut. Um 5:30 am Baldeplatz. Tschüss, bis später, Hanna. Und arbeite nicht zu viel. Du auch nicht. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Frau Weber, können wir kurz die Terminplanung für die nächste Woche durchgehen? Gern. Als erstes hätten wir nächsten Montag das Gespräch mit Frau Berges um 9:30 Uhr, richtig? Nicht ganz. Frau Berges hat den Termin auf den Nachmittag verschoben. Auf 15 Uhr. Ah ja, gut. Aber Sie wissen, dass Sie um 16 Uhr bereits die Telefonkonferenz mit unseren Partnern in Japan haben. Ja, ich weiß, aber das passt. Das Gespräch mit Frau Berges dauert sicher nicht länger als eine halbe Stunde. Und dann? Ist der nächste Termin das Meeting mit dem Chef? Ja, am Dienstag, den 26.07. um 11:30 Uhr. Dann Mittagessen mit Herrn Floges im Imperial um 13 Uhr. Habe ich notiert. Und Mittwoch? Am Mittwoch brauche ich den Konferenzraum von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr. Ich weiß noch nicht genau, wann die Damen und Herren aus Frankreich kommen. Deshalb sollten wir den Raum länger frei halten. Das sind Ihre Partner von Welco, richtig? Ja, genau. Und wir wollten am Abend zusammen essen gehen. Könnten Sie uns bitte einen Tisch für 8 Personen reservieren? Für wie viel Uhr und wo? Vielleicht im chinesischen Restaurant. Um 19 Uhr. Gern. Und am 28.07. fliegen Sie nach Mailand, richtig? Ja, genau. Der Flug ist um 7:20 Uhr. Das heißt, ich brauche das Taxi um 4:30 Uhr. Na, ich glaube, da gehe ich gar nicht erst schlafen. Nein, das lohnt sich wirklich nicht. Gut, ich bestelle Ihnen das Taxi rechtzeitig. Wie lange sind Sie in Mailand? Bis 30.07. Um 18:10 Uhr lande ich wieder in München. Und am Sonntag? Familientag. Dass Sie mir bloß da keinen Termin reinschreiben. Guten Tag. Ich möchte bitte eine Fahrkarte nach Stuttgart. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Wann möchten Sie fahren? Heute. Am Freitag möchte ich hinfahren und am Sonntag zurück. Gut, da können Sie direkt fahren. Sie müssen also nicht umsteigen. Haben Sie eine Bahncard? Nein, leider nicht. Und Ihren Hund möchten Sie auch mitnehmen, oder? Ein Hund kostet den halben Fahrpreis. Ja, ich weiß. Das ist zwar teuer, aber der Hund muss mit.
Möchten Sie auch einen Platz reservieren? Ja, bitte. Ich nehme heute den Zug um 19:12 Uhr und am Sonntag den um 17:35 Uhr. Gibt es einen Fensterplatz? Ja, für die Fahrt heute haben wir noch einen Fensterplatz. Aber für Sonntag, warten Sie mal. Nein, leider nicht. Soll ich Ihnen dann einen Platz am Gang reservieren? Nein, danke. Da schaue ich dann selbst nach einem Platz. Können Sie mir sagen, von welchem Gleis der Zug abfährt? Gleis 14. Das macht dann alles zusammen 102 Euro bitte. Kann ich mit der EC-Karte zahlen? Natürlich. Guten Tag, ich brauche eine Fahrkarte nach Kiel. Einfach oder hin und zurück? Einfach bitte. Und ich möchte mit dem Schlafwagen fahren. Wann möchten Sie fahren? Nächste Woche Freitag. Mit dem Zug um 22:30 Uhr. Ja, da ist noch ein Schlafwagenplatz frei. In einem Zweierabteil. Haben Sie eine Bahncard? Ja, ich habe eine Bahncard 25. Geben Sie mir bitte die Nummer. Das ist die 4044 5322 0129. Gut. Also, Sie können mit dem Schlafwagen bis Hannover fahren. Dort kommen Sie um 6:15 Uhr an. Dann müssen Sie umsteigen in den Zug nach Kiel. Wann fährt er ab? Sie haben eine halbe Stunde Aufenthalt. Der Zug geht um 6:48 Uhr. Kann ich für diesen Zug auch einen Sitzplatz reservieren? Natürlich. Möchten Sie einen Platz in einer Vierergruppe mit Tisch? Gerne. Und einen Fensterplatz bitte. Gut. Ihr Zug geht in München von Gleis 22 und in Hannover kommen Sie auf Gleis 8 an. Der Zug nach Kiel geht vom selben Bahnsteig auf Gleis 7. Gut, vielen Dank. Was kostet die Karte? Das macht 158,20 Euro. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bar bitte. Na, Frau Weber, hatten Sie gestern einen netten Abend? Oh ja, sehr. Gestern kam im Fernsehen ein wirklich hochinteressanter Film. Sie wissen ja, ich liebe das Meer, und hier hatte ein Tierfilmer unglaubliche Aufnahmen von Walen gemacht. Und er hat Fische gefilmt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach ja, richtig. In diese Doku habe ich auch kurz reingeschaut. Aber ich bin dann doch lieber bei dem Krimi geblieben. Das war recht spannend und spielte noch dazu in einer Stadt, in der ich mal ein paar Jahre gelebt habe. Das war nett, all die Orte wiederzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann später noch einen Teil von der anderen Dokumentation gesehen, in der es um die Folgen von extremen Wetterlagen ging. Das Thema ist ja wirklich aktuell. Dann hatten Sie ja gestern einen sehr wissenschaftlichen Abend. Ja, bei solchen Sendungen kann ich am besten entspannen. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, fleißig liken, die Glocke zu aktivieren, damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, fleißig liken, die Glocke zu aktivieren, damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.